Du kannst dich nicht wirklich aufraffen, 20 Stunden in der Woche Deutsch zu lernen. Entweder weil du arbeiten musst, dich um deine Familie kümmern musst oder auch andere Verpflichtungen hast. Und mal ganz ehrlich, manchmal langweilt es dich auch einfach. Denn ich gebe zu, wir kennen alle etwas Besseres, als sich hinzusetzen, die Lehr- und Grammatikbücher zu durchwälzen und eine Übung nach der anderen zu machen. Daher habe ich dir hier einen 20 Minuten Lernplan erstellt, den du wunderbar in deinen Alltag integrieren kannst. Und ich verspreche dir, es wird dein Deutschlernerlebnis definitiv verbessern. Wie bei allem gilt es aber natürlich auch hier, konsequent am Ball zu bleiben, auch wenn es nur 20 Minuten sind. Bevor es aber losgeht, sprechen wir einmal kurz über deine Ziele. Und hier möchte ich, dass du dir ein anderes Ziel aussuchst als ich möchte den nächsten Test oder die nächste Prüfung bestehen. Denn das ist nur ein temporäres, also kurzfristiges Ziel. Sobald du es nämlich erreicht hast, wirst du auch in der Regel direkt wieder aufhören zu lernen. Wir möchten uns aber an langfristigen Zielen orientieren. Wie zum Beispiel, ich möchte mich fließend auf Deutsch unterhalten können oder ich möchte wie ein Muttersprachler klingen. Vielleicht auch, ich möchte einen eigenen YouTube-Kanal starten und über mein Leben hier in Deutschland berichten. Oder ich möchte professionell und fehlerfrei Präsentationen auf der Arbeit halten. Was auch immer also dein Ziel ist, es muss langfristig sein und es muss etwas sein, das dir am Herzen liegt. Schreibe es irgendwo auf und hefte es an deinen Kühlschrank, an deinen Spiegel, an deinen Schreibtisch, also an irgendeinem Ort, den du jeden Tag siehst, so dass du dieses Ziel nie aus den Augen verlierst. Auf diese Weise bleibst du nämlich motiviert und das ist ganz, ganz wichtig. Auch ein Lerntagebuch kann übrigens hilfreich sein, wenn es darum geht, zu sehen, welche Fortschritte du beim Lernprozess gemacht hast. Aber ein einfacher Kalender tut es auch. Darin kannst du wie bei einer To-Do-Liste einfach abhaken, was du erledigt hast. Ein weiterer Tipp übrigens, der mir auch immer geholfen hat, am Ball zu bleiben, als ich Italienisch gelernt habe, war, dass ich mir immer einen Wecker oder eine Erinnerung auf dem Handy eingestellt habe. Zum Beispiel hat immer mein Wecker um 18 Uhr geklingelt und ich wusste dann, es ist Zeit, Deutsch zu lernen. Das heißt, ich musste alles stehen und liegen lassen, mich irgendwo hinsetzen in Ruhe und 20 Minuten zum Deutschlernen investieren. Und manchmal wurde es sogar so interessant, dass aus 20 Minuten sogar 40 Minuten wurden, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe. Wichtig ist einfach nur, dass du konsequent bleibst, 20 Minuten einzuplanen, denn das schafft wirklich jeder. Und diese kleine Erinnerung im Handy ist ein super Mittel, damit du es nicht vergisst. Also, ich fasse noch einmal zusammen, setze dir ein langfristiges Ziel, das dir am Herzen liegt. Und wenn du magst, lege auch ein Lerntagebuch an, damit du sehen kannst, wie groß deine Fortschritte sind. Stelle dir einen Wecker oder eine Erinnerung, sodass du jeden Tag daran erinnert wirst, dass du 20 Minuten Deutsch lernen musst. Okay, dann starten wir mit unserem Wochenplan. Montag. Am Montag geht es ums Lesen und Vokabeln lernen. Am Wochenstart wollen wir gleich deinen Wortschatz erweitern und das können wir am besten mit einem kurzen Text. Zum Beispiel aus einem Lehrbuch, einer Zeitschrift, einer Zeitung oder vielleicht sogar einem Blog. Den Text gebe ich dir hier nicht vor. Ich empfehle dir einfach nur, dass du einen Text wählst, der dein Interesse weckt. Wenn du dich also für die Finanzwelt interessierst, lies einen Text zu diesem Thema. Wenn du dich zum Beispiel für das Thema Gesundheit interessierst, wählst du einen Text zu diesem Thema. Was du nun tun musst, ist nicht den Text komplett nach Wörtern zu durchforsten und jedes unbekannte Wort zu notieren. Das machen wir nicht. Stattdessen liest du den Text einmal komplett durch und schaust, ob du den Kontext verstanden hast. Da, wo du merkst, dass du Verständnisprobleme hast und selbst der Kontext dir nicht mehr weiterhilft, schreibst du Wörter raus. In jedem Fall würde ich dir aber empfehlen, nicht mehr als 7 bis 10 Wörter zu notieren, obwohl ich 10 Wörter schon recht sportlich finde. 7 ist eine gute Zahl.
Diese Wörter schreibst du in dein Vokabelheft oder auf Karteikarten mit einer Übersetzung in deine Muttersprache und einem deutschen Beispielsatz. Zum Beispiel neues Wort, die Ernährung. Übersetzung, the diet. Beispielsatz auf Deutsch, eine gesunde Ernährung ist mir sehr wichtig. Natürlich kannst du dir auch hier eine App herunterladen. Ich persönlich arbeite aber lieber mit Texten, da sie mir gleich Kontext geben und ich mir die neuen Vokabeln so besser merken kann. Wenn du aber lieber mit einer Vokabel-App lernst, kannst du das natürlich auch gerne tun. Die Hauptsache ist, dass es dir Spaß macht und dein Interesse weckt. Und das werde ich öfter in diesem Video wiederholen. Wichtig ist aber auch noch, dass du die Begriffe und Sätze wirklich aktiv lernst und notierst. Denn bei Apps tendiert man manchmal dazu, so eine Art passive Lernhaltung einzunehmen. Und das wollen wir nicht. Dienstag. Am Dienstag wiederholst du einmal kurz die Vokabeln und Sätze von Montag. Markiere dir die noch schwierigen Wörter für dich und wiederhole sie zur Not am Tag darauf. Im nächsten Schritt trainieren wir deine Aussprache. Dazu nimmst du vielleicht den gleichen Text wie vom Vortag und liest ihn diesmal laut vor. Wir setzen den Fokus diesmal nämlich nicht nur auf das Verständnis, sondern auch auf das Sprechen. Idealerweise findest du einen Text, wo es auch noch eine Audiodatei dazu gibt. Die Deutsche Welle hat zum Beispiel bei Deutschlernen XXL eine Audiodatei mit Manuskript oder Transkription. Oder auch in meinen Online-Kursen findest du Audios mit Text dazu, also mit Transkriptionen zu unterschiedlichen und interessanten Themen. Diese Woche habe ich sogar einen Gutscheincode für dich. Mit Lernplan 10 bekommst du nämlich 10% Rabatt auf alle meine Kurse. Hier gibt es dann übrigens auch Quizfragen zu dem Text, mit denen du dein Verständnis testen kannst und weiter in den Text eintauchen kannst. Du kannst dir die Audios in Etappen anhören und versuchen, die Transkriptionen nachzusprechen und dann natürlich immer wieder zu vergleichen. So trainierst du deine Sprachmuskeln. Und es macht auch echt Spaß. Noch besser, du kannst dich dabei auch noch mit dem Handy aufnehmen und deine Audio mit dem Original vergleichen. Ich habe diese Übung geliebt, weil es mein größter Wunsch war, akzentfrei zu reden, und ich habe direkt gemerkt, wo meine Ausspracheprobleme waren und immer weiter daran gearbeitet, bis ich es irgendwann konnte. Mittwoch. Am Mittwoch müssen wir uns ein bisschen auf die Grammatik konzentrieren, denn die gehört zur deutschen Sprache nun einmal dazu. Nun gibt es zwei Vorgehensweisen. Die erste ist, du schnappst dir so ein Grammatikbuch und lernst jeden Tag eine Seite bzw. ein Grammatikthema. Oder du lädst dir eine App zum Thema Grammatik herunter. Wichtig ist, dass du aber nicht nur die Regeln lernst, sondern auch direkt eine oder mehrere Übungen dazu machst, sodass du das Erlernte auch wirklich behältst. Daher empfehle ich dir so ein Grammatikbuch wie das hier von Cornelsen, das sich Grammatik aktiv nennt. Denn du bekommst hier nicht nur eine Grammatikerklärung, sondern auch jede Menge Übungsaufgaben. Also, so ein Grammatik- und Übungsheft lege ich dir sehr ans Herz. Und wenn du merkst, dass du einen Fehler gemacht hast, korrigiere ihn nicht einfach nur, weil es so in den Lösungen steht. Beschäftige dich mit dem Fehler. Warum hast du ihn gemacht? Hast du gedacht, dass das Nomen zum Beispiel den neutralen Artikel anstatt des Femininen hat? Oder hast du den falschen Kasus gewählt? Wenn ja, was hat dich dazu bewegt? Es ist wichtig, dass du deine Fehler analysierst, damit du auch wirklich richtig lernst. Donnerstag. Hier geht es ums Schreiben. Hast du ein Tagebuch? Wunderbar. Dann schreibe ab jetzt deine Texte auf Deutsch da rein. Ich führe zum Beispiel auch ein Tagebuch, nämlich ein Dankbarkeitstagebuch. Damit starte ich meinen Tag und dort schreibe ich rein, wofür ich dankbar bin. So fängt der Morgen immer gut bei mir an. Oder ich schreibe eine Postkarte an meine Tante, an meine Cousine, an meine Familie. Oder ich notiere auch meine Lebensziele. Was sind meine nächsten Schritte? Was wünsche ich mir für meine Zukunft? Du kannst auch eine Zusammenfassung von dem Text, den du am Montag gelesen hast, schreiben. Oder eine Bewertung für das Restaurant, das du letztens besucht hast. Die Möglichkeiten sind also vielfältig.
Wichtig ist einfach, dass du dich mit dem Thema Textproduktion beschäftigst. In meinen Kursen gibt es übrigens in jeder Lektion Hausaufgaben, die mein Team und ich für dich korrigieren und dir sogar die Grammatik hinter deinen Fehlern erklären. Was du auch immer machst, versuche auch diese Fertigkeit zu trainieren, denn das ist wichtig. Auch wenn es nur 10 Minuten am Tag sind. Aber idealerweise sind es 20 Minuten. Wir nähern uns dem Wochenende. Freitag. Am Freitag geht es etwas entspannter zu. Hier geht es nämlich ums Hörverstehen. Ich liebe es zum Beispiel, wenn das Wetter schön ist und ich einen Spaziergang machen kann und dabei einen interessanten Podcast oder ein spannendes Audiobuch hören kann. Und auch wenn das Wetter mal nicht so schön sein sollte, höre ich meinen Lieblingspodcast trotzdem, zum Beispiel beim Aufräumen. Hörverstehen kannst du ganz nebenbei trainieren und du musst nicht aktiv am Tisch sitzen und alles notieren, obwohl es manchmal durchaus hilfreich ist, wenn du dein Vokabelheft in der Nähe hast und da mal eben schnell ein Wort, das du nicht verstanden hast, reinschreiben kannst. Wenn du keine Podcasts magst oder auch keine Audiobücher hörst, kannst du auch deutsche Musik hören oder die Nachrichten. Auch hier empfehle ich dir die Deutsche Welle mit den langsam gesprochenen Nachrichten, vor allem wenn du Anfänger bist. Kommen wir endlich zum Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. Samstag und Sonntag. An diesen 2 Tagen machst du nur das, was dir wirklich Spaß macht, aber bitte auf Deutsch. Schau deine Lieblingsserie auf Deutsch zum Beispiel. Wenn du Netflix hast, kannst du sogar ein sogenanntes Plugin installieren, das Language Reactor heißt. Damit kannst du dir Serien mit Untertiteln und einem Wörterbuch auf Netflix anschauen. Wenn du dann zum Beispiel mit der Maus über ein bestimmtes Wort im Untertitel gehst, öffnet sich ein kleines Fenster mit einem Wörterbuch, wo dieser Begriff für dich erklärt wird. Das finde ich ist eine super Lösung. Oder schaue dir einfach deutsche Videos auf YouTube an. Wenn du gerne Musik hörst, mach Sport zu deinem Lieblingssong auf Deutsch. Mein Lieblingslied ist übrigens gerade von Apache, Breaking Your Heart. Hör mal rein. Ich bin mal gespannt, wie du es findest. Wenn du aber zum Beispiel ein Bücherwurm bist, lies einfach ein Buch oder höre dir dein Audiobuch an. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das Wichtigste, und das wiederhole ich immer wieder, ist, dass du Spaß daran hast. Das ist das, was ich allen immer wieder sage. Wenn du große Lernerfolge erzielen möchtest, dann lerne so, dass du Freude daran hast. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dir dabei geholfen, ein bisschen Struktur in deinen Lernalltag zu bringen. Schreibe gerne auch in die Kommentare, was dir beim Deutschlernen hilft oder was du gerne machst, um besser zu werden. Wie immer würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du mein Video likest, meinen Kanal abonnierst und auch die Benachrichtigungen aktivierst, damit du keins meiner Videos verpasst. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.